Wollt ihr in eurer Freizeit mal was anderes machen, als den ganzen Tag vor Fernsehen zu hocken? Vielleicht Menschen aus explodierten Fabriken und eingestürzten Gebäuden retten? Da hätte ich jetzt Lust drauf. Mal sehen, ob das hier irgendwo geht. Wir sind hier heute beim THW, es ist 7:15 Uhr morgens und ich bin schon voll angekleidet. Und wir fahren heute mit zur Bezirksjugendübung und da nehmen wir euch jetzt mit. Die anderen dürfen hier nicht her, aber wir konnten hier schon mal einen Blick drauf werfen. Und zwar hinter uns befindet sich ein Verkehrsunfall mit einem Auto und einem LKW. Da sind auch Verletzte drin. Und wenn wir hier einmal rübergehen, hier ist etwas zusammengestürzt und in dem Mittelteil befinden sich Verletzte und auf dem Dach drauf befinden sich ebenfalls Verletzte und die Jugendlichen müssen sich eben durch diese Röhren Zugang zu den Verletzten verschaffen und den Verletzten, der oben drauf liegt, auch. Wir befinden uns jetzt hier im Übungsgelände, da steht ein Turm, da sind wir jetzt drauf. Und hier hinter uns kommen jetzt die ganzen Jugendlichen zu ihren Szenarien. So, was war denn deine Aufgabe heute? Also ich war als Gruppenführerin bei der Bezirksübung 2018. Wir hatten ein Szenario 3, also das heißt Szenario 3, eine Explosion im Fabrikgelände. Also das Fabrikgelände sieht man hier, davor sind wir. Und es wurden Personen vermisst und meine Aufgabe war erstmal rauszufinden, was wir alles tun müssen, wie wir das aufschreiben, weil wir mit einer anderen Jugendgruppe zusammengearbeitet haben. Dann haben wir die Beleuchtung aufgebaut, also uns erstmal die Ständer geholt für die Beleuchtung, dann Scheinwerfer, das Aggregat, dass wir Strom bekommen, aufgebaut, dann Kabeltrommeln, dass das Strom von den Scheinwerfern zum Aggregat kommt, dass die auch angehen. Und dann haben wir den ganzen Platz ausgeleuchtet. Die anderen haben in der Zeit also da innen waren 3 Personen, alle 3 waren bewusstlos. Die eine hatte einen Stock im Oberschenkel und die mussten wir dann erstmal Erste Hilfe betreuen, ich weiß nicht. Irgendwas Erste Hilfe. Ja, genau. Erstversorgung. Ja, Erstversorgung und dann halt betreuen und warten, bis wir... Ich hab's gleich wieder. Bis halt... Ist der Eingang offen war, oder? Ja. Genau. Oder der Ausgang in dem Fall. Ja, also die sind durch und die wie habt ihr das Seite offen aufbekommen? Oder durch was versperrt? Sagen wir so. Also das war ein große Rohre und davor war ein kleines Rohr so senkrecht, waagrecht davor gelegen, das dann eigentlich wirklich den 3/4 Teil von dem anderen Rohr versperrt hat. Dadurch hätten wir die Person eigentlich nicht rausbekommen, deswegen mussten wir es erstmal wegschaffen. Dazu haben wir unseren Greifzug gebraucht. Der Greifzug kann viel wegziehen. Ich weiß gerade nicht viel, aber irgendwie viel Tonnen auf jeden Fall. Ist mit dem Stahlseil dann befestigt an einem Baum. Und dann haben wir erstmal den Beton davor weggezogen, damit wir die Personen retten können. Und dann war oben, das war dann nochmal unsere Aufgabe, da oben war noch eine Person gelegen, war in der Ritze eingeklemmt. Die mussten wir auch retten. Da haben wir dann dazu mit Leitern, also 2 Leiterteile haben wir zusammengebaut, oben angelegt und dann mit dem Schleifkorb nach unten. Der Schleifkorb ist einfach eine Metalltrage, in der Person, wo sie einfach geschützt ist, wenn irgendwie, also sozusagen jetzt mit Steinen oder so oder aus dem Tunnel, wenn man die rausholt, ist es einfach geschützter als irgendeine Trage. Kann man auch einfach rausziehen. Und dann haben wir die Person so also auf die Leiter drauf und dann runtergezogen. Ja. Ich glaube, das Schwierigste war einfach für mich, weil als Gruppenführerin musst du ja alle also sozusagen, was sie machen sollen. Und erstmal muss ich mir so überlegen, was ich eigentlich jetzt machen muss, was die anderen machen muss, was ich alles brauche und wem ich jetzt was zuteile, weil es gibt kleine und dann die halt nicht so stark sind und dann gibt es auch viele die größeren, die stärker sind.
Und dann muss man sich das als Gruppenführer so schauen, ob man jetzt die zusammentut oder wen man zusammentut oder wen man zum Verletzten schickt. Der hochklettern kann, mit diesem muss man ja einen Gurt anziehen, so dass sie nicht runterfallen oder halt zur Sicherung. Ja. Und warst du jetzt nur heute Gruppenführerin oder nur weil du am längsten dabei warst oder ist das immer abwechselnd? Also eigentlich, also zu Hause, wenn wir üben, haben wir keinen Gruppenführer, da machen wir halt immer so, kommt halt drauf an. Das war jetzt mein zweites Mal, dass ich Gruppenführerin war. Wir hatten so ein Seminarwochenende, da war ich auch Gruppenführerin, also da hat es immer durchgetauscht, aber meistens sind es halt eher die Erfahreneren, weil wenn jetzt einer seit einer Woche oder so dabei ist, der halt keine Ahnung von dem hat, was er macht, das ist nicht so. So, ich habe jetzt hier so eine schöne Kelle bekommen, damit kann ich jetzt den Verkehr leiten, aber es gibt bestimmt noch mehr hier im Fahrzeug, oder? Richtig. Wir haben das ganze Auto in Summe mit um die 5 Tonnen Nutzlast geladen. Vorne die Seilwinde, 5 Tonnen kann er da ziehen. Hinten gibt es dann nochmal eine Variante, da kann er dann 10 Tonnen ziehen. Geräte zum Schneiden, sprich Trennschleifer. In oberen Fächern sind dann Kettensägen, sogenannte Luftkissen. Die blasen sich einfach mit Druckluft auf und dann kann ich eben Lasten anheben, wo ich nur relativ kleine Spalten habe, um eben drunter zu kommen. Und wie viel Gewicht können die heben? Die heben jetzt um die 10 Tonnen. Schere Spreizer, und also genauso wie die Feuerwehr auch drauf. Eben, wenn man in primär Autos zum Beispiel vordringen will. Hydropressen. Ansonsten hier noch ein bisschen Werkzeug wie Schaufeln und so. Verkehrssicherungsmaterial. Um einfach abzusichern. Warndreieck, die Blitzlampen. Hinten sind dann noch verschiedene Pylone drin. Das Schlauchmaterial dann für unsere Tauchpumpen. Es sind 2 Stück drauf, einmal 400 und einmal 800 Liter pro Minute. Feuerlöschmaterial, der Feuerlöscher ist ja gerade im Einsatz hinten. Also ich kenne Nägel nur auf dem Baumarkt, aber was ist das hier? Das ist ein Erdnagel, also damit kannst du, wir haben das jetzt bei der Leiter, weil da brauchst du hier unten eine Sicherung und normalerweise, also oft machen wir das mit Personen, dass sie ihren Fuß dahin stellen, dass die Leiter nicht wegrutscht, aber wir haben natürlich die Person gebraucht. Deswegen haben wir unsere Erdnägel benutzt, dass einfach die Leiter nicht wegrutschen kann. Benutzt man meist halt dafür oder als Ankerpunkt jetzt haben wir den Baum benutzt, aber kann man auch einfach die Erdnägel, haut man in die Erde rein und dann muss man die Seile drum spannen oder wir haben auch ein Mundstück, da kann man den Greifzug auch einhängen und dann hält das fest und kann man das wegziehen oder sozusagen sichern. Habt ihr auch so einen riesen Hammer für? Ja, wir haben einen Vorschlaghammer dafür. Ich weiß gerade nicht, wo er ist. Also der ist jetzt, also ein normaler Hammer ist natürlich kleiner, aber so groß ist er dann auch nicht. Aber das Einzige, was das Problem daran ist, ist halt einfach sehr schwer. Also für mich ist er schwer. Stelle ich mir auch anstrengend vor, das in die Erde zu schlagen. Ne? Ja, das mache ich nie. Immer schön die anderen machen lassen, ne? Ja. Nee, also von der Bauweise, die was hier stehen, siehst, die Iveco's, die sind eigentlich alle mehr oder weniger gleich. Bloß hier hast du in dem Sinn analog, Digitalfunk, weil das ist mal Zukunft, das da braucht man manchmal noch. Und ansonsten das Wichtigste natürlich hier, kannst du Blaulicht einschalten, ne? Und das dazu entsprechende Sondersignalhorn. Das sind mehrere Hörner. Ja, es gibt immer eine Stadt- und Landumschaltung. Also Stadt nutzt logischerweise, wie der Name sagt, in der Stadt. Und wenn es weitläufiger ist, eben das Landhorn, was sich das vom Schall und das ausbreitet von den Tönen. Ja, ansonsten gibt es halt hier noch diverse Zusatzbeleuchtung für eben da vorne Scheinwerfer, die man anstecken kann oder auf dem Dach. Ich bin zwar erst um 6:30 aufgestanden, oder beziehungsweise um 6:50, aber es hat sich gelohnt. Es lohnt sich eigentlich immer aufzustehen fürs THW, weil es einfach Spaß macht. Und man halt auch die Erfahrung dadurch sammelt und dann irgendwann dadurch Menschen hilft. Ja. Was passiert jetzt? Gehen wir essen. Und hier haben wir unseren Bohrenaufbrechhammer, um in Gestein jeglicher Art eigentlich vorzudringen. Oder in Gebäude eben, Beton, Backstein und so weiter, kriegt der eigentlich alles klein. Entweder durch Bohren oder eben durch Meißeln. Sowas da kriegen die Kids aber nicht in die Hand, oder? Doch, das dürfen die bei uns auch nutzen. Also entsprechend dem Alter und
Körpergröße einfach, aber wenn sie das handeln können, sage ich mal, das Gerät, dürfen es mit Unterstützung von uns oder auch teilweise die Älteren dann alleine handhaben. Genau. Also auch das restliche Material, was hier so gezeigt ist, dürfen sie im Großteil selber nutzen, eben außer so doch relativ gefährliche Werkzeuge wie zum Beispiel Kettensäge oder Trennschleifer. Also ich denke mal, dass in 5 bis 10 Minuten den oberen Verletzten unten haben, über die schiefe Ebene. Und dann werden sie anschließend sich um den unteren kümmern. Da ist aber eben noch die Schwierigkeit, dass die Zugänge zu klein sind, dass sie einfach die Tragen rein und rausschieben können, sondern müssen sie erstmal schauen, dass sie den Zugang vergrößert bekommen irgendwie. Da dürfte es eigentlich schon reichen, dass man die Hindernisse vor den Röhren wegzieht. Das muss dann eigentlich reichen, dass man mit einer Trage durchkommt oder mit einer sogenannten Bergeschleppe. Das ist in dem Sinne eine halbe Trage, wo die halbe Person drin ist und der Rest, die Beine müssen von den Helfern dann bugsiert werden oder alternativ Spineboards. So, darf ich da jetzt auch reingehen? Ist da noch eine verletzte Person drin? Kannst du das auch? Ja, bestimmt. Bist du sicher? Ja, ziemlich, ja. Brauchst du einen Helm? Dann einmal rein und die verletzte Person mitfahren. Also so eine Übung wie heute macht ihr ja nur einmal im Jahr. Und was macht ihr so normalerweise bei euren Übungstagen? Also wir haben verschiedene Themen wie Knoten und Stiche, Feuer löschen, Pumpen, Abseilen. Wenn Personen in Löchern liegen, was vorkommt, oder im ersten Stock oder so, wie wir die rausbekommen. Dann wie wir zu einer Person in Stein oder in irgendeinen Steinbruch runterklettern. Und dann hatten wir jetzt in den letzten 2 Jahren immer eine Feuerwehr da. Beziehungsweise haben wir auch selber einfach, also in so einer Tonne haben wir einfach so eine alte Tonne. Und da wird dann Feuer drin gemacht und dann darf jeder mal mit dem Feuerlöscher einfach mal probieren, wie das ist, wenn halt so ein Feuerlöscher zum Beispiel zu Hause ist und man halt zu Hause irgendwie vielleicht mal irgendwas brennt oder so, dass man das halt auch das Gefühl dafür hat, was man wahrscheinlich auch, vielleicht jetzt nicht so wahrscheinlich, aber auch wenn wir das Aggregat benutzen sollen, muss halt immer ein Feuerlöscher daneben stehen, falls es anfängt zu brennen, dass es halt auch jeder dann löschen kann sozusagen. Und was wir auch machen ist, wir haben hier verschiedene Bereiche. Und ein Bereich davon ist halt Wasserschadenpumpen. Da, wenn ein Keller vollgelaufen ist oder eine Garage oder so, dass wir dann auch mit Pumpen. Pumpen. Ja, Pumpen. Halt, wie wir eine Pumpe benutzen, wie wir die ins Wasser befördern. Wir haben auch Schläuche, dass das Wasser ja abläuft und so. Dass das funktioniert, lernen wir auch schon. Also wir treffen uns alle 2 Wochen am Dienstag und einmal im Monat an einem Samstag von 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Wir machen nicht nur Übungen, sondern auch haben sozusagen einen Stammtisch. Manchmal, also Freitagabend, schauen wir ein bisschen Film oder ähnliches. Das war heute ein sehr interessanter Tag, aber auch anstrengender bei der THW-Jugend. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und wir fahren jetzt wieder nach Hause.